Wenn ihr jetzt gerne wissen möchtet, wie ich diesen Adventskranz ja gestaltet habe, dann würde ich vorschlagen, bleibt einfach dran. Im folgenden Video zeige ich es euch Step by Step. Bevor ich jetzt mit meinem Kranz loslege, werde ich euch zunächst einmal das Grün vorstellen, was ich gleich verwenden werde. Jedenfalls habe ich hier Stacheldrahtpflanze, eine Heidepflanze. Das hier ist Zypressengrün. Da hinten haben wir Grün einer Nobilis-Tanne. Hier vorne Thujagrün. Dann habe ich hier getrocknete wilde Möhren, Eukalyptusgrün und last but not least etwas Plattenmoos. Ob ich das Plattenmoos auch wirklich einarbeiten werde, weiß ich jetzt an dieser Stelle noch nicht zu 100%. Ja, und als Basis verwende ich jetzt gleich diesen 30 cm großen Strohkranz. Ihr könnt natürlich auch einen, kleineren verwenden oder dann halt auch einen größeren Strohkranz. Ja, und die Stacheldrahtpflanze und die Heide, das wird nachher auch nicht ausreichen. Ich werde in die Videobeschreibung auch mal eintragen, wie viele Pflanzen ich jetzt letzten Endes dafür überhaupt benötigt hatte. Ich muss jetzt mein Grün natürlich auch noch zurechtschneiden und im optimalsten Falle soll es nicht länger als 15 cm sein. Ich sage mal maximal 20 cm, aber halt nicht noch länger. Und dann zeige ich euch das jetzt hier mal als erstes bei der Thuja. Dann nehme ich hier diese ganzen seitlichen Zweige einfach mal ab an der Pflanze. Dann halte ich das später mal an meinen Kranz dran. Wenn es mir noch zu lang sein sollte, zack, kürze ich das einfach nochmal ein. Ja, bei der Stacheldrahtpflanze kappe ich die dann einfach und ziehe mir das dann so hinaus. Höchstwahrscheinlich muss ich da aber nichts mehr einkürzen. Und ich wollte euch mal das Tannengrün zeigen. Wenn man jetzt, ja, nehmen wir mal das hier. Ist jetzt für mich ein Hauch zu lang. Ja, obwohl, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir den hier, der ist besser. So, das hier wäre jetzt für mich persönlich dann doch zu lang. So, jetzt habe ich ja hier ein doofes Ende. Und dann kann man das aber vertuschen, indem man dann das einfach da drüber legt oder man legt da jetzt Zypressengrün drüber oder halt Thujagrün. Dann sieht man diese unschönen Enden nachher nicht mehr. Kann man auch bei der Thuja machen. Ja, es tut mir jetzt leid, ich schneide es jetzt hier einfach mal ab. Und dann nehme ich etwas anderes Grün. Ne, hat man es schön vertuscht. Das gleiche gilt auch für den Eukalyptus. Also der Arbeitstisch, der ist hier echt zu klein. Nehmen wir mal hier so einen langen. So, mal eben selber abschätzen, wie lang er sein soll. Schneide ich dann direkt oberhalb der letzten Blättchen. Und dann hat man ein Ende, was man dann auch noch sehen darf, ne, was dann nicht so usselig aussieht. Ja, die wilde Möhre halte ich dann halt auch an. Ne, einkürzen, zack, fertig. Und das Moos werde ich mir dann dementsprechend zurechtzupfen. Auch bei der Heide hier unten dann einfach abschneiden. Ne? So viel schon mal dazu. Ich brauche wirklich einen größeren Tisch. Das ist ja hier ein Albtraum allmählich. Der Tisch, der könnte ruhig noch mal dreimal so lang sein. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt hier nicht schon alles an Tannengrün liegen habe. So, okidoki. Dann haben wir jetzt hier einen Strohkranz. Und der Kranz wird jetzt nicht gebunden werden, sondern ich werde mein Grün mit Krampen befestigen. Einige kennen die auch unter dem Namen U-Haken oder Haften. Und dann mache ich jetzt mal den Anfang. Jetzt muss ich mal eben selber noch mal überlegen. Jetzt geht es hier wieder los mit meinen kleinen Sprachstörungen. Ich habe mir jetzt so meine Gedanken gemacht, wie ich mein Grün einarbeiten werde. Jedenfalls werde ich die Stacheldrahtpflanze mit der Zypresse kombinieren. Dann die Heide mit der getrockneten wilden Möhre. Das Grün der Nobilis-Tanne kombiniert mit dem Thujagrün und obendrauf kommt dann noch Eukalyptus. Achtet auch immer darauf, dass die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Sträußchen, nicht zu dick sind, dass die Krampe das halt nachher nicht mehr feststecken kann. Ne? Wenn ich jetzt ein Sträußchen hätte, was hier gigantische Ausmaße hätte, dann hat es die Krampe letzten Endes etwas schwieriger. Ja, und zudem achte ich auch darauf, dass das hier unten so einigermaßen gleichmäßig abschließt. So, jetzt lege ich mir mal mein erstes Grün da drauf. Na, Krampe, komm mal her. Und zack, steckt das ganz entspannt mit einer Krampe fest. Ich werde jetzt auch erst hier diesen seitlichen Bereich dann noch machen, dann die Innenseite. Bei der Innenseite, da könnt ihr ruhig immer kürzeres Grün verwenden, weil der Weg hier an der Innenseite ist ja kürzer als an der Außenseite. Das ist jetzt auch letzten Endes sehr viel Arbeiten nach Gefühl, wie ihr das halt leiden mögt. So, komm mal her. Lass mal dich mal ein bisschen hier hervorschauen. Ja, dann gucke ich mal, wie ich das halt leiden mag. Da kann man jetzt auch nicht sagen, ihr müsst das so oder so machen. Ist jetzt wirklich sehr viel so einarbeiten, wie es einem halt selber gefällt. Das hier muss noch eingekürzt werden. Jetzt habe ich aber einen Eukalyptus genommen, der jetzt nicht so prall gerade ist. So, machen wir mal hier. Zack.
Ja, und dann auch immer darauf achten, dass man nachher nichts mehr von eurem Strohkranz erkennen kann. Ansonsten, wenn man später halt noch was sieht von dem Strohkranz, ist jetzt auch nicht so tragisch. Man kann das dann immer noch nachträglich vertuschen. Und dann wollte ich euch jetzt noch zeigen, wie ich das Plattenmoos einarbeite. Kleinen Moment, ich muss das hier mal eben abfriemeln. Das soll dann mehr so eine Art Tuff werden. Na, das tun wir mal weg. Ich glaube aber mit dem Moos, das kommt ganz gut. So. Lege ich mal hier so drauf. Krampe ist am Start. Aber ich merke auch immer im Laufe des Erstellens, ne, dann kriegt man auch erst so richtig diesen Flow. Ich habe jetzt meinen Flow auch noch nicht zu 100% gefunden. Ja, machen wir hier auch noch mal eine hinein. Das hier friemel ich mal ab. Mal schauen, Lucky. Ich denke, mit dem Plattenmoos, das macht sich nachher ganz gut. Und was ich euch jetzt noch eben schnell erzählen wollte zum Thema Plattenmoos, ich kaufe meins immer. Also, soweit ich jetzt informiert bin, darf man so kleine Mengen mal, ich sage jetzt mal vorsichtig, sammeln. Das weiß ich aber jetzt nicht zu 100%. Von daher vorher mal lieber erkundigen, ob man das darf. Nur für so komplette Mooskränze, das wäre dann, glaube ich, zu viel des Guten. Ja, von daher lieber mal vorher den örtlichen Förster mal fragen, ob man das jetzt darf oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich zeige euch jetzt mal den Abschluss meines Kranzes. Den Anfang hebe ich nun an und das Grün wird jetzt schon leicht unter dem Anfang des Kranzes eingearbeitet. Ja, und das mache ich jetzt so lange, bis ich halt mit der Fülle an dieser Stelle soweit zufrieden bin. Da wird aber jetzt auch noch ein bisschen was eingearbeitet werden, bis das halt hier komplett ausgefüllt ist. Wie gesagt, den Anfang jetzt immer anheben und das Grün da schon mal so unten drunter einarbeiten. Nun überprüfe ich meinen Kranz, ob noch an irgendwelchen Stellen ja etwas Grün hinzukommen darf. Wenn das jetzt bei euch der Fall sein sollte, das bereits dran gewickelte Grün einfach anheben und dann so hineinstecken, ne? Das wird jetzt nicht mehr mit Krampen befestigt werden. Ja, und dann kann man sich jetzt auch mal Gedanken machen, wie man den Kranz weiter dekorieren möchte. Oder man platziert hier einfach nur noch seine Kerzen, ne? Das bleibt jetzt natürlich wieder jedem selbst überlassen. Aber ich werde auf jeden Fall noch die restliche Heide einarbeiten. Stacheldrahtpflanze kommt beiseite. Eventuell noch ein wenig Eukalyptus hinzu. Bevor ich jetzt meinen Kranz weiter dekoriere, werde ich mit der Heißklebepistole diese 4 Klötzchen unterhalb meines Kranz befestigen. Ja, damit er halt letzten Endes nochmal, ich sag mal, etwas höher steht und das Grün dann halt ja so ein bisschen nach unten hin weghängen kann. Und das mache ich jetzt, wie bereits erwähnt, ganz entspannt mit der Heißklebepistole. Ich will es jetzt auch vorzugsweise da befestigen, wo halt hier eh schon das Grün so nach unten hin weghängen kann. Nicht an den Stellen, wo jetzt das Moos ist. Ja, oder man macht da nachher dann einfach nochmal hier an den Seiten ein bisschen Moos dran. Aber der kann ruhig relativ hoch nachher sein. Ich glaube, ich mache das so. Alternativ könnt ihr auch zum Beispiel Walnüsse dafür verwenden. Oder andere Holzklötzchen. So. Meinen Kranz drehe ich nun um und dann werden im nächsten Schritt meine Kerzenhalter platziert werden. Die haben jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 7 cm. So, hier sind aber noch diese Sicherheitsdinger unten an den Spitzen dran gewesen. Muss ich mal eben entfernen alle. Ja, und das bleibt jetzt natürlich auch wieder jedem selbst überlassen, wo er seine Kerzenhalter einarbeiten möchte. Aber ich glaube, ich beschleunige das jetzt hier mal, weil ich kriege diesen Pönnöppel da unten gerade nicht ab.
Meine Kerzenhalter habe ich jetzt auch soweit platziert und dann werde ich euch jetzt mal die nächsten Materialien zeigen, die ich einarbeiten werde. Und zwar habe ich hier geweißte Zypressenzapfen, Zapfen einer Schwarzkiefer. Das hier sind so, ja, Sterne zum Aufhängen. Dann habe ich hier noch so Herzen zum Aufhängen, so rum. Und dann haben wir hier noch solche Kugeln. Und die Kugeln, Sterne und Herzen, die werden jetzt gleich mit langen Efeunadeln befestigt werden. Man könnte die jetzt auch theoretisch gesehen mit der Heißklebepistole einarbeiten oder befestigen vielmehr. Aber im Laufe der Zeit will man das Ganze ja auch mal entspannt wieder abbauen können. Und wenn das dann mit der Heißklebepistole befestigt wäre, ja, dann ist das Ganze relativ mühselig auch wieder abzufummeln. Die Zypressenzapfen, die Schwarzkieferzapfen, die werden allerdings mit der Heißklebepistole befestigt werden. Was man da jetzt auch machen könnte, ich wickel hier Draht drumherum, zack, stecke das dann so hinein. Was wollte ich jetzt noch erzählen? Ach, ich habe hier eine Sache sogar vergessen. Das sind Mohnkapseln oder um mal genauer zu sein, getrocknete Mohnkapseln. Ich hatte mir jetzt vorhin schon mal eine abgeschnitten. Die werden dann in den Kranz hineingesteckt werden. Ne? Also die Heißklebepistole ist jetzt nur für die Zypressengeschichte und hier für die Zapfen gedacht. Ne? Das andere oder die anderen Materialien, Efeunadel, Kugeln auch mit einer Efeunadel. Ne? So sieht die aus. Und den Mohn, zack, hineinstecken. Und dann gebe ich jetzt mal wieder Gas für euch. Ich werde jetzt meinen Kranz auf einem Teller platzieren und dann fehlen natürlich auch noch die Kerzen. In meinem Fall sind das übrigens immer selbstlöschende Kerzen. Alternativ könnt ihr aber ansonsten auch, wie heißt es, hier die LED-Kerzen verwenden, wenn ihr jetzt nicht mit echten Kerzen arbeiten möchtet. Ich muss den hier aber auch noch mal etwas überprüfen, ob man hier noch irgendwo was von den angeklebten, wie heißt das, Holzklötzchen sehen kann. Ne, das macht jetzt schon mal auf mich einen guten Eindruck. Noch mehr werde ich jetzt nicht an meinem Kranz dekorieren und die ganzen benötigten Materialien findet ihr auch noch in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!